Region ja einen kleinen Kaff namens Meckenheim. Das ist nordwestlich von Bonn Richtung Eifel. Und das zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass da eine etwa 1,5 Kilometer lange Hauptstraße durchgeht, durch den alten Stadtteil. Ja, also 70er Jahre Bauten und so, oder das ist da die Altstadt. Und auf diesem Abschnitt gab es bis vor kurzem, sage und schreibe, 7 Friseursalons. 7. Bis vor kurzem, sage ich mal, jetzt ist der 8. dazugekommen. Also ihr könnt davon ausgehen, ich bin immer top frisiert. Seit 4 Jahren etwa wohne ich in diesem interessanten Städtchen. Und zwar, weil ich aus Bonn, wo ich ursprünglich davor gewohnt habe, weggentrifiziert wurde. Da war es halt so, da wohnte ich in einer schönen Altbauwohnung. Zu einem halbwegs adäquaten Preis, wie ich fand. Naja, und hat dann halt der ehemalige Eigentümer irgendwann mal Kassensturz gemacht und gesagt, auch nur verkaufe ich mal das Ding. Und der Käufer hat es dann so richtig kaputt saniert. Also super hässlich gemacht. Mit ausgesucht schlechtem Geschmack, aber teuer. Und dann halt, nachdem die schönen Bauarbeiten und die Lärmbelästigung, die damit verbunden war, hat er uns halt eine Eigenbedarfskündigung reingedrückt. Ja, und dann ging halt die Suche los. Und was Adäquates, Gleichwertiges in Bonn zu finden, haben wir halt in der Zeit der Kündigungsfrist schlicht und einfach nicht geschafft. Das ist das typische Gentrifizierungsproblem. Mieten sind halt exorbitant gestiegen. Einkommen natürlich nicht, ne? Naja, also Ende vom Lied war, wir haben unseren Suchradius immer weiter gesteckt und so schließlich in Meckenheim was gefunden, was ein bisschen groß vielleicht. Aber dafür war der Quadratmeterpreis ganz vernünftig. So, und erzähle ich die ganze Geschichte. Pünktlich zum Wochenende, zum letzten, weil damit man seinen Mieter noch das Wochenende so richtig versaut, macht man sowas ja nicht montags, sondern freitags oder samstags, ist ja klar. Ankündigung einer Mieterhöhung 20%. Ne? Kappungsgrenze nennt sich das. Maximum ausschöpfen. Also die liebe Frau Vermieterin hat die Gier übermannt oder überfraut. Erstens schreibt sie meinen Namen falsch. Zweitens droht sie mir direkt gerichtliche Einklagen der neuen Mieter an, wenn ich nicht mich innerhalb von 14 Tagen einverstanden erkläre. Drittens sagt sie, es wäre eine Einverständniserklärung dabei, die nicht dabei ist. Viertens sagt sie, ein Zweitexemplar, was nicht existiert, wäre für meinen Verbleib bestimmt. Also schon mal voll von Formfehlern. Und Termin mit dem Mieterbund ist auch schon ausgemacht, aber das ist ja alles nur Teil der Wahrheit. Nürburgring! I don't know, Nürburgring, Teil der Wahrheit. Weil selbst wenn sie die Mieterhöhung um 20% jetzt nicht in einem Rutsch durchkriegt, dann macht sie es halt in vielen kleinen Etappen in den kommenden Jahren und da bin ich auch nicht mit zufrieden. Also diese Raffgier, echt. Fällt Kaff wie Mecken. Die Dame überschätzt halt maßlos, wie wichtig es mir ist, dort zu wohnen, in der Stadt im Allgemeinen und in ihrer Wohnung im Speziellen. Also tatsächlich ist mir das nicht so wichtig. Ich meine, natürlich wie jeder Mensch ziehe ich halt nicht so furchtbar gerne um. Man wird wieder entwurzelt, es geht halt wieder alles von vorne los, diese ganze Kacke. Aber ich bin auch nicht bereit, über 1000 Euro kalt für eine halbwegs anständige Wohnung in einem Kaff zu bezahlen. Nee, bin ich nicht. So, das heißt, geht's los mit Wohnungssuche. Mal wieder. Hatten wir ja gerade erst. Gefühlt gestern, in Wirklichkeit ist es halt 4 Jahre her. Und das ist, ja, hat sich damals dann schon gezeigt, nicht so einfach. Weil halt der ganze Bereich in den Großräumen, Universitätsstädte, Ballungszentren, also Bonn ist einfach zu teuer. Und das zieht sich jetzt halt bis nach Meckenheim.
hin. Also, Scouting ist angesagt. Das ist auch der Grund, warum ich das hier heute aufnehme. Ich bin auf dem Weg zu einem noch nicht Besichtigungstermin, sondern einfach mal nur ein Ort, der hier in der Nähe vom Nürburgring ist. Also nicht arg zu weit weg. Und da dachte ich, da fahre ich jetzt einfach mal hin und schauen wir mal an, wie sich das anfühlt. Ich mir das vorstellen kann. Man ist halt schon ein ganzes Stück weiter weg vom Schuss, klar. Infrastruktur wird deutlich schlechter sein, aber meine Güte. Also für mich ist eigentlich wichtig, schnelles Internet, also nicht mal super schnell. 50 Mbit sollten sein, weil ich das beruflich brauche. Und da ich freiberuflich arbeite, ist es mir relativ wurscht, wo ich das tue. Also schon also dass ich meine bisherigen Kunden noch weiterhin erreichen kann. Also ab und zu muss ich die auch mal von Angesicht zu Angesicht treffen, aber viel geht halt dann doch online. Und darum, also habe ich einerseits beneidenswerte Flexibilität, dass ich mir aussuchen kann, wo ich wohne. Viel stärker als das andere können. Andererseits wird es mir insofern nichts, dass ich halt immer noch keinen Bock habe, anderen umzuziehen. Wenn raffgierige Vermieter auf die Idee kommen, sie müssten die Miete um 20% erhöhen. Und auch nur deswegen 20%, weil 30 nicht erlaubt sind. Ne? Ja, mir so nichts erzählt bei deinem Entscheidung, macht sein Vermieter jedes Jahr. Also hat sich dann relativiert, vielleicht 10% jedes Jahr, aber ich meine, ja, gut, wenn er jedes Jahr 10% Gehaltserhöhung kriegt, ist es ihm egal, ne? Aber ja, so viel zu dem Rant. Du willst doch bestimmt gleich links. Komm, du willst doch jetzt links, ich weiß genau. Ja, ich wusste es. Wusste ich doch. Hey. Da war der Quassel dreimal unterbrochen. Ne? Bei den Kurven ging es dann los. Beziehungsweise hört es dann auf mit dem Gequassel. Ja, was meint ihr denn so? Wie lang ist eure Mieterhöhung her? Meine letzte. Kriegt ihr auch jedes Jahr eine Erhöhung oder habt ihr Eigentum? Interessiert euch das alles nicht mehr? Ja, gibt schlechtere Gegenden, in die man ziehen kann.